Hallo Freunde, ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute werde ich mit euch eine weitere Handelsstrategie teilen. Außerdem erinnere ich euch daran, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale in mein Telegram. Der Link ist in der Beschreibung wie immer. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Likes zu setzen und Kommentare zu schreiben. Los geht's! Heute werden wir mit OTC-Charts arbeiten, das heißt mit außerbörslichen Kursen, die von einer Maklerplattform generiert und unabhängig von Wochentag und Tageszeit übertragen werden. Diese Charts eignen sich gut für die technische Analyse, daher werden wir heute Strategien anwenden, die auf der technischen Analyse basieren, wobei es auch wichtig ist, Unterstützungs- und Widerstandsniveau zu berücksichtigen und auch verschiedene technische Analysemuster und Trendrichtungen. Wir werden auf den 15 Sekunden Zeitrahmen handeln. In der Regel eröffnen wir Trades für einen Zeitraum von 1 bis 5 Minuten, je nach dem Chartverhalten. Heute haben wir einen Kontostart von $30. In der Zukunft soll daraus ein Betrag von $7.000 werden. Das hört sich zumindest interessant an. So, ich hoffe, dass dieses Video für euch nützlich ist und ihr etwas für euer Handeln mitnehmen und erfolgreich verdienen könnt. So, hier sehen wir einen Abwärtstrend. Die Abwärtsbewegung verläuft entlang der Trendlinie. Das Chart hat vor kurzem das Muster überschritten. Eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 2 Minuten hier. Wir haben erfolgreich einen Handel zum Zeitpunkt der Bildung der roten Kerze eröffnet. Also, nachdem das Chart das Muster überschritten hat, sollte eine Aufwärtsbewegung beginnen. Aufgrund des erfolgreichen Einstiegs in den Handel können wir mit einem Erfolg rechnen. Schauen wir uns das Chart an. Gold. Der Preis begann genau wie erwartet, sich aktiv nach oben zu bewegen. Der Handel konnte innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen werden. Also machen wir weiter. Wir sehen hier einen Aufwärtstrend. Die Bewegung verläuft entlang der Trendlinie. Das Chart hat einen kleinen Aufwärtsschwung begonnen. So eröffnen wir hier für 1 Minute einen Aufwärtshandel. Der Kurs sollte sich dem Niveau nähern, um es zu erreichen und weiterhin eine Trendlinie zu bilden. Es gab mehrere große grüne Kerzen auf dem Chart. Das Chart hat die Trendlinie durchbrochen und wir haben leicht Geld verdient. Super. Der Trendlinienhandel eignet sich hervorragend für die Distanz und erhöht unsere Handelsproduktivität. Lass uns fortfahren. So, dieses Chart zeigt, dass sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet. Jetzt gibt es einen starken Pullback im Preis. Wir können hier einen Aufwärtshandel für 3 Minuten eröffnen. Nach einem so starken Pullback sollte das Chart wieder den Trend aufnehmen und der Kurs hat alle Möglichkeiten zu steigen. Warten wir das Ergebnis ab. Toll, der Preis sank ein wenig, setzte sich in Bewegung und stieg wieder an. 3 Minuten reichten aus, um mit der Preisumkehr Gewinn zu erzielen. Versuchen wir noch einmal mit diesem Chart zu verdienen. Oh, das Chart ist passend für einen Aufwärtshandel. Der Preis hat einen Trendwechsel vollzogen, es geht aufwärts. Eröffnen wir für eine weitere Minute einen Aufwärtshandel. Ich bin mir sicher, dass sich das Chart weiter nach oben bewegen wird und wir mit dem vorhergesagten Kursanstieg verdienen werden. So, das Chart korrigierte und setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Wir haben also 2 produktive Deals in einem Chart gemacht. Perfekt. Nun wollen wir jetzt eine weitere interessante Situation auf dem Markt finden.
Auf diesem Chart sehen wir einen Abwärtstrend. Das Chart bewegt sich entlang der Trendlinie. Es gab einen großen Bounce. Der Preis ist stark gesunken. Ich schlage vor, einen Aufwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Und so wie immer nach einer so großen Serie von roten Kerzen haben wir eine gute Chance, mit einem Kursanstieg, der die Trendlinie berührt, zu verdienen. Auf dem Chart zeichnete sich eine Preisumkehr ab, der Preis stieg und wir profitierten problemlos von diesem Aufwärtstrend. Super, wir haben in dieser Situation einen großen Gewinn erzielt. Fahren wir fort? Wir sehen einen Abwärtstrend. Das Chart ist recht volatil. Vor kurzem gab es große grüne Kerzen und jetzt korrigiert der Preis. Eröffnen wir einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Es besteht eine große Chance, mit der preisbewegenden Trend Geld zu verdienen. 3 Minuten sollten ausreichen. Warten wir die Ergebnisse ab. Naja, das Chartbild zeigte sich launisch, aber die Chartbewegung lag unter unserem Handelseröffnungspunkt. Infolgedessen ging das Chart nach unten und wir erzielten unseren Gewinn. Die technische Analyse zeigt dich perfekt auf den OTC-Charts. Suchen wir nach neuen Anstiegspunkten. Das Chart bewegt sich entlang der Abwärtstrendlinie. Ich schlage vor, einen Abwärtshandel für 5 Minuten zu eröffnen. Wir können erwarten, dass der Preis steigen wird, um die Trendlinie zu erreichen und dann weiter zu fallen. Dies sagt uns, dass der Schlusspunkt des Handels trendmäßig auf jeden Fall unter dem Eröffnungspunkt liegen sollte. Mal sehen, wie es in der Realität aussehen wird. Bewegte sich weiterhin genau entsprechend des Musters. Er erreichte die Linie, prallte ab, drehte sich um, erreichte die Linie erneut und prallte wieder von ihr ab. Der Preis bewegte sich weiter abwärts und wir haben leicht Geld verdient. Betrachten wir nun das nächste Chart. Nach einer Weile berührte das Chart wieder die Trendlinie. Ich schlage vor, für 1 Minute einen Abwärtshandel zu eröffnen. Das Chart bewegt sich gut innerhalb des Musters und sollte an der Trendlinie abprallen, was uns einen Gewinn bringt. Schauen wir es uns an. Gut gemacht, der Deal wurde mit einem Gewinn abgeschlossen. Vermutlich will das Chart jetzt aus dem Muster heraus, sodass es Zeit ist, einen neuen Chart zu finden. Wir sehen einen Aufwärtstrend. Das Chartbild bewegt sich schon seit langem aufwärts. Der Preis hatte sich langem keine größeren Wertverluste mehr und der Preis hat ein großes Potenzial für weiteres Wachstum. Eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 5 Minuten. Bei einem so stabilen Trend ist ein Aufwärtshandel ganz logisch. Mal sehen, wohin der Kurs tatsächlich gehen wird.
Das Chart ist nach oben gegangen und selbst wenn man eine kleine Korrektur in Betracht zieht, haben wir in dieser Situation leicht verdient. Der Handel mit dem Trend brachte uns gute Gewinne. Es ist noch nicht an der Zeit, den Handel zu beenden. Das Chartwert ist in der letzter Zeit zweimal von der Unterstützungslinie nach unten abgeprallt. Das erste Mal wurde es durch eine rote Kerze erreicht und das Chart ging sofort nach oben. Eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 2 Minuten. Wir können die Zeit der Preiskorrektur ausnutzen und das Chart nach dem Bounce aufwärts bewegen. Warten wir das Ergebnis ab. Das Chart wurde für die erste Hälfte des Handels korrigiert, danach stieg der Preis und wir haben leicht einen Gewinn gemacht. Super! Es war eine ausgezeichnete Entscheidung in unserer Situation, die uns Gewinn brachte. Hier haben wir eine aufsteigende Trendlinie. Das Chart wird bald die Linie erreichen. Eröffnen wir einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Wir erwarten, dass das Chart von der Trendlinie abprallen wird. 3 Minuten sollten ausreichen, damit der Kurs gut abprallt und sinkt. Recht gut. Nachdem sich die grünen Kerzen gebildet hatten, prallte das Chart von der Trendlinie ab und machte einen ähnlich großen Bounce. Wir konnten den vorhergesagten Preisrückgang leicht ausnutzen. Der Handel läuft heute sehr gut. Kommen wir nun zum letzten Handel für heute. So, auf diesem Chart sehen wir einen aktiven Aufwärtstrend. Das Chart hat bereits das Widerstandsniveau berührt. Eröffnen wir einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Zuvor hat das Chart das Niveau nicht überschritten. Ich bin mir sicher, dass das Chart jetzt die Widerstandslinie erreichen und umkehren wird. Lasst uns das Ergebnis abwarten. So, schön. Das Chart korrigierte, prallte von der Widerstandsmarke ab und erzielte beim Schlusshandel problemlos einen Gewinn. So, fassen wir die Ergebnisse zusammen. Heute haben wir beim Handel mit OTC-Charts mit Hilfe der technischen Analyse $7.000 verdient. Das scheint mir ein hervorragendes Ergebnis zu sein. Ich hoffe, dass diese Strategie euch auch hilfreich war. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass wenn ihr meiner geschlossenen Gruppe mit Signalen beitreten wollt, schreibt mir in Telegram das Codewort Signale und ich werde euch hinzufügen. Abonniert den Kanal, schreibt die Kommentare und gebt dem Video Daumen nach oben. Viel Spaß beim Handel und bis bald!